Guten Morgen und willkommen jeder einer, der da angeswitcht hat. Wir sind von Herzen dankbar, dass wir es das kennen, auch das Wort Gottes mit uns teilen. Wir sind dankbar, dass wir diese Gelegenheit haben, auch das Gemeinschaft zu haben. Wir feiern von dir KARFREITAG. Es ist ein Tag, wo wir als Christen besonders dankbar sind für Jesus, was er getan hat. Es ist ein Tag, wo wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Dass er für uns gestorben ist und dass er sein Leben für uns gegeben hat. Ich möchte auch Gottes Segen durch diese Botschaft auch für jeden einen sein. Wir wollen diese Stunde anfangen mit den Leuten, was wir singen wollen. Und das Lied ist Nummer 67, das ist hier uns Wahrheitsliederbuch. Aber wir in den Noten wollen hier auf den Bildschirm gewesen wollen, in den Piano was spielen und so können wir da mitsingen, wo wir das kennen. Aber nicht können wir auch die Musik auch genießen und wir mitlesen. Als nächstes werden wir Gott anbeten. Wir werden ihm danken für was er für uns getan hat. Lieber Gott, im Vater im Himmel, wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir von dir zum Morgens uns dieses versammeln können und durch das Internet. Wir sind dir dankbar, dass du diese Gelegenheit gemerkt hast, dass wir das tun können. Wir haben so eine große Verreich, dass wir von dir schon Tag so leicht auch den Wort verspreiten. Wir danken dir von Herzen, dass wir es der Taub können, den Wort betrachten. Und wir beten auch all, dass du wirst besonders auch von dir segnen. Herr, wir sind dir dankbar, dass du auf diese Welt gekommen bist, in den Sohn Jesus Christus. Wir sind dir dankbar, dass du wirklich wirst für uns am Kreuz zu sterben. Herr, du nimmst all unsere Sünden auf dich und betuhlst sie dort am Kreuz, indem du Leben dort für uns auch gestorben. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar dafür.
Wir danken dir, dass du das getan hast, sodass wir nicht verloren gehen brücken, dass wir nicht betonen brücken. Und Herr, dass diese Gnade von dir noch up ist, sodass noch mehr Menschen für mehr Menschen das betont ist, und dass du noch von dir reden lässt. Wir sollen auch, dass du besonders reden lässt durch diese Zeit, auch durch all das, was passiert in der Welt. Wir sind die beten, dass du durch reden, dass du uns helfen, als Christen auch ein lichten Segen zu sein, die ein Wort verbreiten, so sehr als wir können, und dass Menschen auch dadurch werden können, die kennenlernen. Wir beten ganz besonders, dass du auch die Lehre in deine Hand nehmen. Herr, wir wollten dort bedienen, durch vorbeigeht, und dass du dort looten lässt. Und wir beten auch, dass du auch dadurch besonders sehen. Wir beten, dass du die Regierung halten, auch die Doktors und alle, was damit verbunden sind, dass du halten, auch dass das Beste getan wird. Herr, wir wollten nicht, was der Plan ist, was getan werden wird. Wir beten, dass du segnen und halten. Wir beten ganz besonders für den Segen durch diese Konferenz, die wir haben, dass du auch dadurch auch zu sollen reden und uns alle auch ermutigen, die Beter auch zu tun. Wir danken dir, loben dir und preisen dir in Jesus' Namen. Amen. Als nächstes wollen wir erfreut worden durch ein Musikstück. Ik wil ons een woord lezen uit Matthäus kapitel 27, van vers 11 tot 26. Matthäus 27, vers 11 tot 26. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach, bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nicht. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also dass der Landpfleger sich verwunderte. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihm aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen,
Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe heute viel erlitten im Traum seinetwegen. Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Der Landpfleger sagte: Was hat er denn Übles getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts schaffte, sondern dass ein viel größerer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Als nächstes war wir ein Trio hier. Aber sag, was tust denn du?
Jeder Jahr, wenn wir Karfreitag feiern, dass wir von der dort tun, wir denken an Karfreitag, wir denken an Jesus in Sterben. Und diesen Tag feiern die Christen eigentlich einen Tag, wo wir uns freuen und dankbar sind. Wir feiern was normal manche Menschen nicht in Grund ist, um eine Feier zu merken. Und das ist der Tod von einer Person. Wenn wer gestorben ist, dann wird normal getrüht. Da wird für ein Fast gemerkt, wo ein Trüherfass ist oder ein Gedenksfass. Aber da wird nicht unbedingt eine Feier davon gemerkt, dass einer sich freuen lässt. Karfreitag ist der Tag, wo wir uns an Jesus den Lieden erinnern tun. Ein Tag, wo wir an seinen Tod denken tun. Und doch feiern wir diesen Tag, wenn es dort ein besonderer Tag ist für uns Christen. Wir feiern diesen Tag, so von seinem Tod, was Gott gewasst ist. Und dort ist so krank, wo dort ist. Jesus sein Tod ist ein von den besten Dingen, was für die Menschheit passiert ist. Du fragst dich vielleicht, warum sagst du ein von den besten Dingen? Ich würde sagen, Jesus sein Tod in seiner Auferstehung. Taub ist das Beste, was diese Menschheit jemals passiert ist. Und deswegen ist sein Tod ein von den besten Dingen, was den Menschen passiert ist. Aber warum wird so was geoutet für die Menschheit? Der Antwort ist, wenn es durch Jesus sein Leben in sein Sterben die Menschen die Rettung von ihren Sinn gekriegt haben. Die Rettung von ein ewiges Verdammnis. Die Rettung von der Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Und obwohl das, was Gott für uns ist, in uns Christen das in Dankbarkeit versagen hat, dass Jesus für uns gestorben ist, wird das Wort, was Jesus selbst sehr schwor fällt. Und wenn wir daran denken, dass Jesus ist für uns gestorben, dann denken wir, naja, das ist auch ganz einfach gewesen für ihn. Er hat doch so eine große Leid für uns. Vor allem, er wusste, dass er wohl in 3 Tagen war abstund, dass wir nicht was grautet. Und doch wird das was sehr schwer für ihn. Wenn es jemanden nur denken, dass er abbewählt wird, obwohl er ganz Gott wird er auch ganz Mensch. In seine menschliche Seele hat Angst für das. Seine menschliche Seele jankert nicht, das zu tun. Und wir wollen auch von der noch sein, dass Jesus sich selbst überwinden muss. Am kostet das alles große Überwindung in auch Luther unbegreifliche Weide, was wir uns meist nicht verstehen können. Und ich denke, wenn wir dort betrachten und einfach uns in seine Lehre stellen, dann wird uns das Tod, sein Leiden, noch viel mehr wird worden. Und so werden wir von der aus morgens diesen Tag betrachten, was Jesus durchging. Und wir wollen anfangen mit der Nacht, wo er allein in Gethsemane beten dort, was wo er gestorben ist. Wir wollen betrachten, was er wirklich alles durchging, durch diesen Tag. Wenn es dort ist, was wir unbedingt brauchen, dass wir dort sein können, was hat Jesus alles für mich getan?
En zo waar we van jou s'morgens onze Bibel nemen. Ik heb meerdere schriftsteden. Ik heb 11 Punkte von jou abgeschrieben. So hier sind noch viele Punkte. Wir wollen die Karte betrachten. Wir wollen bloß sagen, was Jesus wirklich alles durch diesen Tag beleven deed. Und was er wirklich für uns getan hat. Und das erste ist, er muss sich selbst überwinden. Ich habe das alle ein bisschen unterschieden. Weil wir wollen es darüber betrachten. Für Jesus wird das nicht eine einfache Sache. Dat wir nicht bloß dat hij nu denkt en zegt, nee, ik zeg God, ik kan je dat zo doen, dat ik keine Video habe, dat alles ganz leicht durchgeht. No, hij weer Mensch. En hij hat große Video. Verarmen wir das nicht einfach. Hij hat Angst, zoals een Mensch. Hij hat Video, zoals een Mensch. Hij hat Gefühle, zoals een Mensch. En hij muss trotzdem durchgehen. En hij wist dat. Und dort kann die Menschheit nicht gerat worden. Und so versucht er alles, was er kann, das in Weg zu gehen sogar. Und doch, greift er sich Leute an, wie wollen das sein? Er muss sich selbst erstmal einmal überwinden. Und wir lesen davon in Matthäus 26, Vers 39 in 42. Wenn wir die beiden Vers lesen, Matthäus 26, Vers 39 und 42. Dat wir an den Garten Gethsemane, danach, sagt es hier so, er ging noch in Bett wieder und fall auf ein Gesicht in Bett. Mein Vater, wann dort möglich ist, dann nur diese Lieden und mir vorbeigehen. Doch nicht so als ich will, aber so als du warst. Na, Vers 42, er ging zum zweiten Mal in Bett. Mein Vater, wenn das nicht möglich ist, dass dit Koffel an mich vorbeigeht und dass ich dort trink, dann lut dort nur den Willen gehen. Wir sagen hier in dieser Vers, dass am Janker nicht diesen Weg zu gehen. Er bet Gott, dass wenn es möglich ist, dass ich das nicht tun brauche, dann will ich das nicht tun. Er will das nicht. Aber er weiß, dass, wenn ich das nicht tue, wird die Menschheit verloren gehen. Und so sieht er auch, dass er willig wird, den Weg zu gehen, wenn er Gott sein Willen wird. Er muss sich überwinden. Und hij krijgt dat rechte in deze leeuw. Hij ging im Gebet. Und hij blijft so lange im Gebet, bis hij sich erst überwunden hat. Und wenn wir von hier wieder lesen durch die Ostergeschichte, dann sehen wir, dass hij noch nicht mehr sich gegen uns stellen hat. Er hat sich überwunden. Er wird reut. Er hat das getan. Er mögt es nicht durch. So, wenn wir uns in seine Lehre stellen, wir wollen nicht weiten. Und ein paar Stunden wieder, wo ich geschlagen wurde. Und ein paar Stunden wieder, wo ich misshandelt wurde. Und ein paar Stunden wieder, wo ich am Kreuz hing. Ich weiß nicht, dass an jeder einer von uns will sich mal überwinden. Und wenn wir auch wissen, dass das wurde zu tun, dass unsere ganze Familie wird gerat worden. Das wird uns nicht einfach sein. Und so wird es für Jesus auch nicht einfach. Er muss sich überwinden. Zweitens, Jesus wird von seinen einen Jünger verrät. Als Jesus dort am Garten beten deed, mit seinem Vater reden deed, kam Judas, sein Freund, sein Jünger, mit den Soldaten in sein Namen am Fuß. Judas, der wird das deut, wir mit Jesus gegangen, er hat mit Jesus taub gegeten, er hat gesehen, wo Jesus alle Wunder getan hat. Er wird 3 Jahre mit Jesus taub gewesen. Er wird sein Freund.
En nu har hij aan even een beetje geld zich tegen Jezus gesteld. Kan we ons dat voorstellen? Van onze ene vriend verroet te worden? Ganz sicher, wat Jezus dit zei wat je doen had. En met Matthäus 26, vers 50 zegt het dus dit. Jezus zei te hem, vriend, te wat bist du gekomen? Dan kwamen ze op en namen Jezus vast. So hij vraagt Judas hier en zegt, vriend. Hij namt hem vriend. So voor Jezus weer Judas een vriend. En hij zegt, vriend, waarom bist du gekomen? Waarom hast du die gegen mich gestalt? Wie sollen du ben dat Jezus dat wou? Am dat wou, dat zijn vriend zich gegen hem gestalt had. Wanneer we ons in Jezus in de leeuw stellen. En we worden er denken, een van onze vrienden, wo dit gedaan hebben. Wo ons verroet hebben. En dat durch dort de soldaten een vastnemen moesten, naar kon. Dat wordt ons weiter. En dat is wat er passieren. Drittens. Jezus zijn jünger verleuten am alle. En hij moest van wat voor am leien deed alleen gaan. In Matthäus 26, vers 56. Aber dit passiert alle, dat zich dat zo ervallen soll, als de Propheten geschreven hadden. Dan leuten de jünger am Streek. En zagen dat zij daarvan kwamen. De jünger leuten Jezus im Steek en zagen dat ze daarvan kwamen. Wanneer irgendwer durch schwere Tiden gehen moet, es wird immer leichter, wenn ein Freund in Bekannte besiegt sich hat. Wenn einem seine Freunde besiegt, im Stunden sein, wir sind hier für dich. Wir wollen mit dir wiedergehen. Du kannst auf uns vertrauen haben. Aber als Jesus an seine schwanste Zeit wir, verleuten ihm alle Jünger. Sie ging von ihm weg. Sei wir nicht durch am Bieterstuhl. Sei sauen, dass sie davon kommen. Wenn wir uns in Jesus in der Lehre stellen, sei wir dort dit sicher nicht leicht für ihm wir. Und seine schwanste Stunde im Leben wir heute allein. Wenn du von der allein bist, da kannst du sicher sein, Jesus kann dich verstehen. Wenn du von der durch eine schwere Zeit gehst und du bist allein, Jesus kann dich verstehen. Und ich glaube, wir alle können das nur verstehen, besonders die, die ganz allein sind. Wir gehen durch eine sehr schwere Zeit in unserer Weltgeschichte. Und viele Menschen müssen Haus bleiben, im Haus, können nicht verlassen, haben kein im Haus. Sie sind da ganz allein, gehen durch eine schwere Zeit. Jesus kann die verstehen. Als heute durch seine schwanste Lehre ging, weil wir heute von seinen Freunden verloren. Und das bringt mir dann nur den vierten Punkt. Einer von seinen Jüngern verlog ihm sogar, als wenn er ihm nicht kann. Wir kennen alle sicherlich diese Geschichte von Petrus, dort hat Jesus verleugnen dort. Wir sagen jetzt, dass seine Jünger am alle verleugnen und sagen, dass sie davon kommen. Petrus aber wohl doch ein bisschen sagen, was passiert mit Jesus. Und so fällt er von weit auf heran. Er versucht sich unter den Menschen zu verstärken. Sich zu machen zu mengen, bis dort er sagen kann, was mit Jesus passieren
wurde. Als er aber dann erkannt wird, in einer am Früh, als er nicht auch einer von Jesus seine Jünger wie, dann verlügt er das. Er sagt, er kann das nicht mehr. In 3 Mal, was der Hund kriegen wird. Jesus wusste es. Ja, wir uns dort verstellen, wo wir am dort sein? Das Freund, der 3 Jahre mit ihm gewandelt wird, wo du gesagt hast, er will mit ihm sterben, wenn er nicht wird, da sagt er den Menschen, ich kann ihn nicht. Ja, wir uns dort verstellen? Unsere Freunde würden sagen, ich kann ihn nicht, wenn wir in besondere schwere Zeiten sind. So nicht bloß wie Jesus allein, er wird sogar von seinen Menschen verlieren, dass er ihm nicht mehr kann. Dann, Jesus wird falsch beschuldigt. Matthäus 26, Vers 59 bis 61. Nu sagen die Hohepriester in der ganzen Route nur falsche Zeugnissen gegen Jesus, dass sie am dort merken können. Aber sie fangen keinen Grund dazu. Wann auch viele in Falschheit Zeugnis geben. Zuletzt kommen 2 Ver in Seden. Des Mann hat gesagt, heute kann Gott sein Tempel durchrieten, in ein 3 der war er abü. Jesus hat ein Leben geführt, Unsinn, Unfalschheit. Er hat nichts getan, was am schuldig merken kann. Und die Menschen wissen das. Sie fangen nicht, was sie gegen Jesus hatten. Aber wenn sie den Menschen weich wollen haben, mussten sie Erlebnisse abmerken, um ihn zu beschuldigen. Ich habe mir Gedanken gemerkt, wo fühlt das sich an, wenn irgendwer von uns Erlebnisse abstaut und dort rumreden da. Das hat uns weh. Das ist nicht angenehm. Und das, was Jesus hier hören muss. Die können gerecht Menschen ab, was die Erlebnisse von ihm vertalen. Dinge, was nicht passiert wären. Dinge, was er nicht getan haben, sehen sie, das hat er getan. Und durch dort wird er dann auch verurteilt. Jesus wird also allein. Er wird von seinen Freunden aufgesagt. Und da werden Erlebnisse von ihm abgebracht. Und dann das nächste, ein Verbrecher wird an seine Stelle freigelassen. Als Jesus vergerecht wird den Menschen die Entscheidung gegeben, zu wählen, wem sie frei haben wollen oder in wem sie wollen festhalten. Jesus oder Barabbas. Jesus war einer, der hat Menschen geholfen. Er hat Kranke gesund gemacht. Er hat Läufe verspreit. Er hat Todes abgeweicht. Er hat Menschen von schlechten Gästen befreit, frei gemacht. Also ein guter Mensch. Barabbas, wie kriegt das Gegenteil? Er wird ein Mörder, er wird ein Räuber, er wird ein Mensch, der durch Angst verspreiten soll. Und die Menschen wählten Barabbas. Jesus wird also so sehr gehasst, dass er schlimmer angesehen wird als ein Mörder und ein Räuber. Lass uns das lesen, Matthäus 27. Vers 15 bis 18 und 20 bis 21. So 15 bis 18. Der Lohn des Kommandanten hat die Gewohnheit, dass er das Volk in Gefangenen losläuft, wenn sie erfasst haben. Und dann können sie sich wählen. Sie haben dann gerade einen bekannten Verbrecher fast, der heißt Barabbas. Als sie dann alle taub wären, sieht Pilatus an:
Wem will je dort ik losgeven soll? Barabbas oder Jesus? Der Christus genannt wordt. Hij wist goed dat ze Jesus gebracht hadden, weil sie am aufjenstig werden. Dann Vers 20. Aber der Hohepriester in Altestas bereden das Volk, dass sie am Barabbas beten sollen. Und Jesus luten dort merken. Der Lohneskommandant frug an, wonen von den zwei weil je dort ik losgeven soll. Und sie zeiden Barabbas. So Jesus wordt vastgenomen in een Verbrecher, wordt in seine Stelle losgelassen. Dann 7. Jesus wordt vom Dood verurteilt. Matthäus 27, Vers 26. Dann jäuf er Barabbas los, aber Jesus leut hij uitpitchen en jäuf am Hahn, dat ze am Kreuzchen können. Wenn das Volk einfach nicht nur leid sich Pilatus überreden, dass er am zum Tod verurteilen leid. Und nicht bloß irgendein Tod, sondern dass er gekreuzigt wird. Der Kreuzung wird damals und wir von der Ort noch einer von den grausamsten Wegen, einen Mensch umzubringen. Das wird sehr, sehr demütigend und schandvoll. Das dürfen nicht schon für den Mensch, wo er gekreuzigt wird. Und das wird auch buitengewöhnlich sehr mit Weide verbaut. Und dort wird Jesus verurteilt. Wir wollen Lothar noch wieder sagen, wo von der Weide, wird das alles sich mitgebracht, wenn ein Mensch gekreuzigt wird. Wieder Nummer 8. Jesus wird uitgepitcht. Und das ist ein solchen Vers, wo wir jetzt lesen, dann jäuf er an Barabbas los, aber Jesus lässt er uitpitchen und jäuf am Hahn, dass sie am Kreuzchen können. Wenn in unserer Zeit irgendwer zum Tod Kreuz verurteilt wird, wo wir sagen, so gibt es nicht mehr. Aber damals war das normal. Menschen, die gegen den Kaiser gingen oder so, die wurden gekreuzigt. Das wird der Römer ihre Todesstrafe. Und so wird Jesus hier für das verurteilt. Und wenn das getan wird, dann wird das andere damit bei. Der Mensch wird vor dem uitgepitcht. Das deutet dazu, dass der Körper all schwach gemerkt wird. Und dass der Mensch nicht so lange Kreuz hängen muss, bis er stirbt. Das deutet auch dazu, dass der Mensch noch viel größere Weide hat, als was das Kreuz in sich selbst all verursachen würde. So eine Pitch, was damals gebraucht wird, wie ein Stock, wo dann Laderstränge ungemerkt worden. Und dann, ob jeder ein von den Lader wird dann Bleibieter ungemerkt, und auch einmal Bieter Knerkes. Das wird getan, wenn ein Mensch mit der Pitch auf dem Rhein kriegt, diese Dinger, die fuhren einfach an den Hüten an und reuten die Hüten zwei. Und so wird Jesus dort uitgepitcht. Sein Rehen wird aufgereten mit diesen Bleibieter. Das wird mit Jesus getan. Das verursacht große Weide. Und auch eine Entzündung, was meistens da wird, wird Luther dann große Weide und Fieber in alle Sorten verursachen würde, wenn ein Mensch ist Kreuz hängt. Und wir können uns auch vorstellen, Jesus, der wir als der Luther gekreuzigt wird, mit den Rehen und das Halt noch. Und mit diesen großen Wunden, all die Rehen ganz aufgereten und das Halt und mit han große Weide verursacht. Als er mich uitgepitcht haben, dann lesen wir von, dass Jesus wird verspottet und misshandelt. Die Soldaten hatten noch einen Spuß mit ihm.
Matthäus 27, Vers 27 bis 30. Dann nahm den Lohneskommandant seine Soldaten Jesus im Rechtshus an und sammelten die ganze Aufteilung von Soldaten am Arm. Sie trockten an die Kleider vom Lief und nahmen einen in blutroten Mantel an. Dann flochten sie eine Stachelkrone und sahen die auf den Kopf und gaben ihm einen Ruhestock in die rechte Hand. Sie bogen ihre Knie vor ihm und sehen spottend zu ihm: Lut die größten Juden kenne ich. Dann spiegen sie nur ihm und nahmen den Stock und schlugen ihm damit über seinen Kopf. Er wird hier verspottet. Er wird misshandelt. Wir haben al gesehen, dass er wird verklärt, dass er gesagt hat, er werde König. Er werde Judenkönig. Und so müssen diese Soldaten sich diesen Spuß, dass er nicht ihr König wird, aber ganz ohne Autorität. Sie spuckten am an, sie spiegen am an. Sie gaben ihm eine Krone, aber nicht eine goldene Krone, sondern eine Krone mit Speckers, was an seine Hüte ging am Kopf. Sie beckten sich vor ihm mit Spuß. Alles einfach zum Arm schleichvollen zu merken. Können wir uns dort verstehen, dass dort verspottet worden? Können wir uns dort verstehen, dass der Wehrwort wörtlich sich so ein Spuß über uns merken? Und Jesus sehen nicht. Er lässt alles mit ihm passieren. Sie verkielten ihn und merken sich, haben den Spuß mit ihm. Und als dort alles passiert wird, dann ging gedrückt, zum gekreuzigt worden. Lukas 33, Vers 33. Entschuldigung, Lukas 23, Vers 33. Und als sie bei den Schädelplatz kamen, kreuzigten sie ihm durch. Und auch die zwei Verbrecher, einem an der rechten und einem an der linken Seite. Als Jesus durch all diesen Spott und Hohn durchgelebt hat, wird er aus der Stadt geführt, wo er dann gekreuzigt worden soll. Im Johannes-Evangelium sagt er, dass er seinen Kreuz selbst drehen muss. In einem anderen Evangelium sagt er, dass Simon von Kyrene kommen und von ihm drehen muss. Beides ist reich, das erste ein durch Jesus dort selbst, wenn es dort wird gewöhnlich so, dass der, der verurteilt wird, muss ihn in den Kreuz drehen. Aber wenn Jesus also schwach geworden wird, dass er dort nicht mehr drehen kann, nehmen sie einen anderen Menschen aus der Menschenmenge raus und sehen, dass er dort drehen soll für Jesus. So Jesus drückt das erste ein in den Kreuz. Dort wird noch ein Ticken für schon, dass die Menschen alle sein sollen, das Mensch wird nu gekreuzigt worden, wenn sie verurteilt wird. Aber so wie das sein, er wird zu schwach, er kann nicht mehr drehen, und sie drücken andere Arm dort bei durch. Und du fängt dann der gradste und schwanste Weide an. Er wird Kreuz genäht. Utleier sein, dort sind sich nicht ganz sicher und nicht ganz einig, wo die Nägel durchgedreven werden. Aber der meiste sein, dort der Wort durch die zwei Knirkes, was wir am Arm haben, ganz ohne Hand nahen. So dass bedeutet, dass dich ohne Hand wird durch die Nägel durchgehumert, wo der große Nerv durchgeht, wo uns Gefühl geben wird an der Hänge. Und dort verursacht unmenschlich sehr große Weide. Jedes Mal, wenn ein Mensch sich bewegen würde, wurde eine große Weide am Arm verlängert worden. Wenn wir uns das vorstellen, mit einer Nudel irgendwo gespeckt kriegen, nicht all mehr weh. Nu, wenn wir uns vorstellen, in großer Nägel, was uns am Halt festhalten, durch die Hand, durch Nägeln luten, wird von einer großen Weide. Und Jesus lässt das alles passieren.
Aber dort wir nicht alles. Dort bist der Nägel durchfuhr. Der Luther war der Kreuz abgehoben. Und seine ganze Körper weg hang an diese Wunden. Und so hang er dort am Kreuz. Und Leute hat einen schrecklichsten Tod. Was verursacht so eine Kreuzigung von einer Weide? Oder was tätet an einen Mensch? Erstens, wenn ein Mensch gekreuzigt wird, hat er große Weide, da wo die Nägel durch gehummert werden. Dann, wenn seine Arme so hech werden, wird es schwer zu atmen. Und der Mensch muss sich immer weiter proben abzureichen, dass er atmen kann. Und dann wird es aber zu schwer, dann läuft er sich weiter rauf. Und durch dort wird immer weiter eine Hechene rauf, wo dann die Nerven hängen am Ringen, wo die abgekühlt werden mit der Pitch, immer weiter abgeraten worden in große Weide verursachten. Große Fiber, huge Fiber, kam mit dem Matt, von der Schläge, wo die Eier kriegt. Durch wächst den Fiber. Und dann geben sie diese Person bloß Erik zu trinken. Wenn wir Erik trinken wollen, das schmeckt schlecht. Das ist zu süß. Der Mensch kann nicht mäßig mal normal trinken. Und nun stellen wir uns vor an dieser Weide und wir kriegen bloß Erik zu trinken. All dort, durch Jesus leiden für uns. Aber ich glaube, den letzten Punkt, was wir hier haben, wird das Schlimmste von alles. Und dort wir, das sein Vater am Verleid. Matthäus 27, Vers 46. Ungefähr Klock 3, Nummerach, schrie Jesus lüd, Eli, Eli, sabachthani. Dort meint, mein Gott, warum hast du mich verloren? Der Sinn von der Welt wird auf Jesus geschmeten. Und so kann Gott, der Führer, am nicht mehr sein. Und das wird sicherlich die ganz schwerste Strafe für Jesus von seinem Führer geduldet worden. Aber er nimmt das ab sich. Er nimmt das ab sich, damit er diese Schuld betonen kann. Und als er das getan hat, ganz kort nehmen, sagt er, dass es vollbracht. Und er starb. All das, was wir betrachtet haben, für die und für mich. Für alle Menschen auf der Welt. Können wir uns vorstellen, was für eine große Liebe Jesus für uns hat. Er erlitt den schrecklichsten Tod und mit all diesen Misshandlungen, wenn er die in mir lief hat. Und all das, sein Müll abzumerken. Er will nicht genommen, er nicht streiten, er deutet alles für mich und für dich. Haftet wird für dich zu sein. Wenn du in Christus bist, bin ich mir sicher, dass wenn wir uns das betrachten, dass unsere Dankbarkeit bis noch viel größer ist. Dass Jesus das für uns getan hat. Und für die, wenn du das noch nicht erkannt hast, zu horchen. Wenn du das noch nicht Jesus angenommen hast, ich hoffe, dass du das wirst ansehen als ein großes Geschenk, was Jesus für dich getan hat. Von der Service, der Botschaft, die wir wollen hören, ist die praktische Seite von das. Aber ich will ganz klar uns sagen, Jesus deutet für dich und für mich. Wenn es heute uns läuft. Und wenn es undet, muss wir verloren gehen. Und übrigens, deutet er das alles abnehmen. Er leitet alles an passieren, dass er sterben und leiden muss für uns. Amen. Zum Schluss werden wir nun noch ein Lied taub singen.
En dat Leut ist Nummer 238, auch uit onze Zionswahrheitslieder. En zoals dat eerste Leut wordt dat met dem Piano gespielt worden. En wir können onze Hieser dann mitsingen, wo wir können. Mocht Gottes Segen mit uns alle sein, durch diesen Tag. En ook besonders ook ons segnen, indem wir denken, was Jesus für uns getan hat.